Ich habe viel Mobbing erfahren, Auslachen von Weitem. Das hat man alles gespürt. Irgendwann hat meine Familie gemerkt, dass es einfach nicht mehr geht. Mein Name ist Jasmin Saleh. Ich bin Schauspielerin, Sängerin, Regisseurin, Produzentin und arbeite im Theater und im Film. Ich bin 1,30 Meter und ich bin kleinwüchsig. Das Wichtigste ist, wir sind alle Menschen. Eigentlich sollte es keine andere Bezeichnung geben. Aber es gibt andere Bezeichnungen. Das Wort, was nicht geht, ist Lilliputaner. Zwerge finde ich auch sehr schwierig. Wir wollen eigentlich nicht so genannt werden. Meine Kindheit verlief nicht so wie jede andere Kindheit. Es gab halt familiäre Probleme von meinen leiblichen Eltern. Als ich noch bei meiner Mutter gelebt habe, immer um mich sorgen musste. Ich war einkaufen alleine. Mit 6 Jahren, oder mit 5 sogar. Ich ging auch alleine zum Kindergarten. Es war nicht ganz einfach. Es war dann halt so, dass es irgendwann, beide nicht mehr auf mich aufpassen konnten und die dann gesagt haben, okay, es geht nicht mehr, wir werden dich in eine Pflegefamilie abgeben. Ich danke dieser Familie sehr. Also es ist meine Familie. Ich lebe da jetzt schon seit 2002. Ich kenne eigentlich auch nur noch diese Familie. Ich habe viel Mobbing erfahren, als ich in der Schule war. Die Schule hat mich aber auch völlig fix und fertig gemacht. Die Lehrer haben mich fix und fertig gemacht. Die Schüler haben mich dann auch irgendwann fix und fertig gemacht. Auslachen von weitem, das hat man alles gespürt. Zum Beispiel erinnere ich mich daran, als ich in der 9. oder 10. Klasse war, gab es einen riesigen Fall von, ich darf nicht mit auf die Reise nach Spanien oder nach England, weil ich angeblich nicht so schnell laufen kann wie die anderen. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich kann nicht mehr. Ich war einfach allein auf mich gestellt. Ich hatte eigentlich niemanden. Ich habe dann irgendwann einfach angefangen, weniger zu essen, weil es keinen anderen Weg mehr gab. Ich habe halt jemanden gesehen mit einem perfekten Körper und ich habe mich dann selber gesehen. Und ich habe dann irgendwann gesehen, okay, ich will nicht mehr so aussehen, wie ich jetzt bin. Ich will einfach diese Frauenform haben. Und irgendwann hat meine Familie gemerkt, dass es einfach nicht mehr geht, auch gerade mit den privaten Problemen. Ich wurde dann ins Krankenhaus gebracht, weil die sich dann besser um mich kümmern konnten. Die wollten mich quasi auch am Leben halten. Es hat gedauert, aber ich habe es irgendwie hingekriegt. Zu sagen, was ist schön an deinem Körper? Was ist so schön an deinem Kopf? Was ist so schön an den Armen? Deine Arme sind schön. Immer positiv zu sehen. Und ich habe dann die Energie wieder gefunden, ich habe wieder Lebensfreude gefunden und ich bin dann nach Hamburg gezogen und habe dann eine Schauspielausbildung angefangen und die 2020 mit Erfolg beendet. An der Schauspielerei begeistert mich so vieles, weil es einfach so verschiedene, unterschiedliche Charaktere gibt und es gibt auch unterschiedliche Techniken. Meissner-Technik, Stanislavski und vieles mehr und so erweckst du einen Charakter zum Leben. Das ist total toll. Ich habe auch viele tolle neue Freunde gefunden, die mich so akzeptieren, wie ich bin und die mich auf dem Weg begleiten und einfach immer für mich da sind. Was ich hauptsächlich erreichen möchte, ist, dass wir viel mehr Diversität vor der Kamera haben. Menschen mit anderer Hautfarbe, Menschen mit einer anderen Größe oder einer anderen Behinderung, einer anderen Krankheit. Das fehlt aber. Sie brauchen halt diesen Aufwand, damit wir mehr Diversität im Bereich Film und im Theater haben, damit überhaupt diese Mobbing-Sachen nicht mehr stattfinden, damit die Leute aufgeklärt werden. Und eigentlich erlebe ich immer noch Mobbing, weil Leute mich anschauen, mich auslachen, was für einen großen Kopf ich habe, was für einen großen Po ich habe, was für einen Körper. Zum Beispiel ganz schlimm, und das finde ich auch richtig bescheuert, sind diese Bankautomaten. Also die sind halt so hoch, sodass ich nicht mal an das Display komme. Wo ich mich eigentlich frage, warum denkt ihr nicht an alle Menschen? Es ist nicht einfach. Und ich möchte zeigen, dass wir alle Menschen sind. Es bringt einfach Spaß, mit diversen Menschen zu arbeiten, weil sie was ganz anderes mitbringen. Jeder Mensch kann Schauspielerin oder Schauspieler werden, wenn er oder sie das möchte. Habt keine Angst. Wir sind keine Alien oder kein Freaks oder sowas. Wir sind auch Menschen. Schaut mich an, wie ich bin, was für eine Größe ich habe, was ich kann. Akzeptiert mich, redet nicht über mich, sondern mit mir, lacht mit mir. Seid neugierig auch und kommt auf uns zu. Stellt Fragen. Ich bin immer da. Also wenn ihr irgendwas
fragen wollt oder sowas, fragt einfach, sagt einfach, schreibt einfach.